Es ist Montag. Das bedeutet natürlich, dass ich mich mal wieder vorstelle, wie jeden Montag, also fast wie jeden Montag. Ich bin Laura und das ist mein Abnehmen-Vlog. Ich zeige euch, wie ich möglichst langsam abnehme, um den Jojo-Effekt zu vermeiden und hoffentlich, wie ich auch später den Jojo-Effekt vermeide. Ich habe schon richtig viele Diäten hinter mir und ich habe einfach keine Lust mehr, in diesem Spiel mitzumachen. Ich habe auch überhaupt keine Lust mehr auf den Jojo-Effekt. Für mich war es früher immer total wichtig, dass ich besonders schnell abnehme und besonders schnell zu meinem Ziel komme, weil ich immer dachte, der Jojo-Effekt ist ein Zeichen von Schwäche und dann bin ich selber einfach nicht diszipliniert genug, das durchzuhalten. Jetzt bin ich anderer Meinung. Jetzt weiß ich, dass es den Jojo-Effekt gibt, auch für mich, und dass ich eben nicht immer willensstark sein kann. Und deswegen gehe ich jetzt den langsamen Weg. Ich habe bis Ende letzten Jahres minus 10 Kilo abgenommen. Seit Anfang Juli bin ich wieder quasi in meiner Abnehmphase drin. Ich bin das erste halbe Jahr nicht in meine Abnehmphase reingekommen und habe für mich festgestellt, das erste halbe Jahr wird jetzt zukünftig für mich, egal was es ist, egal ob ich nochmal zunehme oder nicht, das erste halbe Jahr ist für mich Erhaltung und am besten nehme ich im zweiten Halbjahr ab. Ich habe jetzt seit Anfang Juli, ich glaube, minus 2,7. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall läuft es bei mir jetzt wieder. Ich bin entspannt und ich zeige euch, wie mein Weg weitergeht. Und jetzt esse ich zu Mittag. Ich habe schon gefrühstückt. Ich habe einen Shake gefrühstückt. Auf dem Weg zur Arbeit. Standardmäßig mache ich das im Moment so. Ich werde jetzt auch wieder einen Shake essen. Trinken, essen, wie man es nennt. Ich kau immer ein bisschen drauf rum, weil ich am Wochenende ziemlich Gas gegeben habe. Ich war ja auf dem Geburtstag von einer Freundin. Danach waren wir ja noch Gyros Pommes Tzatziki essen, was übrigens ausgesprochen lecker war, um das nur noch mal zu erwähnen. Gestern war Sonntag. Sonntag nehme ich ja keine Videos auf, aber gestern haben wir Pizza gegessen und ich war auch so ein bisschen neben der Spur. Und irgendwie habe ich mir gedacht, ich mache jetzt Montag, Dienstag einfach für mich die ersten beiden Mahlzeiten ersetze ich für mich durch Shake. Wobei meine erste Mahlzeit ja sowieso im Moment ein Shake ist, damit ich einen geregelten Rhythmus habe. Deswegen habe ich gedacht, wird mein Mittagessen auch ein Shake sein. Heute kann ich das auch ausgesprochen gut. Also ich habe ja so letzte Woche zum Beispiel, hätte ich das definitiv nicht machen können, dass ich eine Mahlzeit durch einen Shake ersetze. Heute Abend werde ich aber ganz normal essen. Ich will jetzt eigentlich nur mein Wochenende kompensieren, weil ich denke, dass ich so 2,6 bis 3 gegessen habe am Wochenende, Samstag, Sonntag jeweils. So kompensiere ich mir quasi Montag, Dienstag ein bisschen mein Wochenende. Ich habe aber auch nicht zugenommen. Da bin ich jetzt auch happy. Aber das wäre auch ein bisschen zu früh, das, glaube ich, zu sehen. Ich habe keine Ahnung, wie schnell man das sieht. Sport mache ich theoretisch heute nicht. Wenn ich es zeitmäßig hinkriege, dann würde ich es vorziehen. Aber ich glaube, ich kriege es zeitmäßig nicht hin. Deswegen, also ich will es ja irgendwie so ein bisschen nach vorne holen. Aber ich stress mich damit jetzt auch nicht. Ich werde jetzt meinen Shake trinken. Wir sehen uns später, wahrscheinlich zum Abendessen. Ich bin jetzt kurz davor, mir mein Abendessen zu machen. Und heute gibt es Fast Food und ich freue mich drauf. Es gibt von Froster Hühnerfrikassee Veggie. Ich esse das ja total gerne. Ich mag auch den Fleischersatz von denen total gerne, auch wenn er ein bisschen fester ist. Aber da sind halt keine Zusatzstoffe drin und das finde ich total genial. Deswegen esse ich Froster so gerne. Und dazu mache ich mir 300 Gramm Brokkoli, die ich mir einfach mit in die Pfanne mit reinmache, weil mir das immer bei Froster zu wenig Gemüse ist oder überhaupt ist es mir oft nicht nur bei Froster, sondern grundsätzlich zu wenig Gemüse. Was ich aber auch total genial finde, weil man dann selber quasi sein Gemüsetopping mit reinmachen kann und genau das nehmen kann, was man am liebsten isst. Und bei mir ist das eigentlich meistens Brokkoli. Ich werde jetzt mein Abendessen vorbereiten und dann zeige ich euch gleich, wie es aussieht. Das ist das Endergebnis meines Abendessens. Ich freue mich schon total drauf, das zu essen, weil ich einen riesengroßen Hunger habe, obwohl er ist noch angemessen. Auf jeden Fall werde ich das jetzt gleich essen. Ich habe als Gewürze, habe ich mir noch ein bisschen Knoblauch rangemacht. Dann habe ich mir hier Telly Cherry Pfeffer drauf gemacht. Dann habe ich mir hiervon 15 Gramm Olivenöl drüber getan. Da ist Rosmarin drin in dem Olivenöl. Das schmeckt super gut. Ich habe richtig viel Rosmarin reingetan, weil ich ja meistens nicht Massen an Olivenöl an mein Essen ranmache. Dann habe ich auf jeden Fall das volle Aroma. Und hier von der Sojasauce habe ich mir noch einen Spritzer reingemacht, aber nicht viel. Ich wollte jetzt nicht zu viel dran rumwürzen. Irgendwie bin ich momentan ein bisschen auf dem Trip, ess es wie es ist. Also nimm nicht zu viele Gewürze. Irgendwie, ich werde das jetzt essen und wir sehen uns gleich. Guten Abend, es ist Montagabend. Mein Tag ist so gut wie vorbei und ich freue mich mal wieder riesig auf mein Bett.
Mein Abendessen war super lecker. Um nicht zu sagen, richtig lecker, jetzt habe ich es doch gesagt. Aber es hat mir sehr gut geschmeckt und ich kann es einfach nur empfehlen. Ich hatte ja überlegt, ob ich den Sport heute vorziehe und ich habe es nicht umgesetzt bekommen. Und das ist auch in Ordnung so. Also es wäre jetzt für mich so ein kleiner Bonus gewesen, wenn ich es geschafft hätte, weil ich gerne doch die Sporttage nach vorne schieben würde. Es ist aber jetzt nicht dramatisch, wenn ich es nicht hinbekomme, besonders nicht vor dem Urlaub. Ich bin da ganz entspannt und entweder es klappt oder es klappt nicht. Ich werde aber definitiv an meinen Standardsporttagen Sport machen. Das ist für mich Mittwoch, Donnerstag und Samstag, Sonntag. Wenn ich es doch schaffe, es vorzuziehen, dann mache ich Freudensprünge. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Gut, ich mache ziemlich oft Freudensprünge, deswegen, ja gut. Was ich aber erreicht habe, das ist mein Schritteziel. Ich glaube, ich bin bei 8 Tagen in Folge. Ich weiß es nicht genau. Ich habe auf die Uhr geguckt und habe es mir nicht richtig gemerkt. Obwohl ich es mir feste vorgenommen habe, aber es hat einfach nicht funktioniert. Für mein Schritteziel musste ich noch in der Wohnung hin und her gehen. Da ich ja jetzt 6000 Schritte als Schritteziel habe, musste ich auch dementsprechend länger hin und her gehen. Ich habe mich heute auch so im Alltag nicht viel bewegt. Ich musste ca. 3000 Schritte gehen, also insgesamt. Also noch bis ich meine 6000 erreicht habe circa. Und deswegen bin ich einfach hin und her gegangen und habe meine 30 Minuten am Stück dafür auch geregelt, beziehungsweise mein Ziel ist es ja irgendwann, dass ich 20 Minuten am Stück Bewegung mache. Das hätte ich auf jeden Fall heute erreicht, aber es ist ja nicht mein direktes Ziel jetzt. Ich bewege mich langsam hin. Es tat mir auf jeden Fall gut, jetzt noch nach dem Essen hin und her zu gehen. Gerade nach dem Abendessen ist es für mich perfekt, nochmal so minimäßig in die Bewegung zu kommen. Gerade für meine Verdauung und dann kann ich auch, also ich meine, ich kann dann auch besser schlafen, weil alles dann schon so ein bisschen angeregt ist. Keine Ahnung. Ich denke, ich schlafe dann besser. Punkt. Schritteziel, check. Ich komme immer mehr dahin, dass ich eine Einheit mit meinem Körper bin. Also, dass mein Geist und mein Körper wirklich eine Einheit sind und nicht irgendwie gegeneinander arbeiten. Und das stellt mich total zufrieden. Es entspannt mich. So gerade die letzten Tage. Ich habe das Gefühl, ich bin so im Einklang mit mir selber. Besonders auch, was die Abnahme angeht. Also ich merke einfach, es geht runter, auch wenn ich es auf der Waage nicht sehe. Ich sehe es im Spiegel, ich sehe es an meinem Körper selber, ich merke es an den Klamotten und ich bin total dankbar, dass ich mich jetzt heute nicht mehr so verrückt mache, wenn ich nicht auf der Waage direkt Erfolge sehe, sondern dass ich mir selber sage, nee, das braucht Zeit, du wirst irgendwann das auf der Waage sehen, weil manchmal habe ich dann Riesensprünge und habe wochenlang gar nichts gesehen, weil aufgrund von Wassereinlagerungen sehr wahrscheinlich. Also es geht, meistens geht es bei mir so und dann geht es so und dann geht es wieder so. Das ist eigentlich jetzt so von meinem Gewicht her, bin ich so wie mit 16 bis 20. Das ist so das Gewicht, was ich jetzt habe. Es war früher mein Standardgewicht. Ich habe mich so schlecht mit diesem Gewicht gefühlt und jetzt fühle ich mich so gut mit diesem Gewicht, weil es leichter ist und weil ich in die Bewegung komme, weil ich den Sport mache und ich habe jetzt nicht mehr das Gefühl, dass mein Gewicht mich großartig beeinträchtigt und ich fühle mich immer fitter mit diesem Gewicht und ich weiß, dass ich mich früher damit so schlecht gefühlt habe. Ich habe sonst immer ganz rapide abgenommen und dann war auf einmal das Spiegelbild da und die Waage das Gewicht war niedrig und ich musste erstmal damit klarkommen. Ich bin teilweise mit dieser schnellen Abnahme nicht klargekommen. Also ich habe die nicht so schnell verarbeitet und stand eigentlich immer nur so staunend vor dem Spiegel oder vor der Waage. Und das ist jetzt diesmal total cool, dass ich mir dafür so Zeit nehme und ich kann immer die einzelnen Stufen annehmen. Und das wird dann immer mehr so zum Ich. Ich kann meinen Körper so annehmen und es ist so ungestresst. Sonst musste ich immer, es war für mich total stressig, auf einmal ganz viel abzunehmen und dann meinen Körper so anzunehmen. Es ist in meinem Kopf nicht angekommen, dass ich 30 Kilo abgenommen habe, relativ schnell oder 40 Kilo. Ich nehme meinen Körper mehr an und ich komme da in so einen Frieden rein und ich merke, wie gut das ist, quasi für meine Selbstwahrnehmung, dass ich es nicht so rapide schnell mache, sondern dass ich eine Chance habe, die Veränderung meines Körpers wahrzunehmen und dann auch anzunehmen. Mein Highlight heute, das klingt jetzt total banal, aber mein Highlight war heute, dass ich meine Schritte voll gemacht habe, beziehungsweise, dass ich eine halbe Stunde hin und her gegangen bin, weil das meinen Kopf auch nochmal frei gemacht hat. Ich merke richtig, also für mich ist wirklich Gehen sowas Meditatives. Ich bin dann in meiner eigenen Welt, ich habe da meine eigenen Gedanken, die ich auch sonst habe, aber die Schnelligkeit meiner Gedanken, die geht dann so ein bisschen runter und es wird so ein bisschen monoton meditativ von meinem Denken her und deswegen liebe ich das, einfach Schritte zu machen, besonders auch in der Wohnung, weil ich dann nicht nach links und rechts gucken muss, sondern ich nur auf meinem Weg laufe. Das war für mich ein Highlight, das
hat so einen kleinen Therapieeffekt für mich. Das war heute genau das Richtige. Ich werde jetzt ins Bett gehen. Ich habe diesen Tag gewuppt und ich habe ihn gerne gewuppt. Und ich gehe jetzt auch super gerne und zufrieden ins Bett. Ich freue mich jetzt einfach drauf, jeden einzelnen Knochen in meinem Körper nachzuspüren und die Ruhe zu genießen. Und meine Entspannungsmusik oder Abendmeditation zu hören, das weiß ich noch nicht. Irgendwas wird es sein, keine Ahnung. Aber ich werde mich jetzt ins Bett begeben. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.